Hallo, liebe Outdoor-aktiven, Natur- und Geschichtsbegeisterten. Heute sind wir hier in Beinberg und wollen mal die Action-Bound-Tour rund um das Waldhufenleben drehen. Nach dem Intro geht's los, kommt einfach mit. Entlang der Dorfstraße hier sieht man die Gebäude und dahinter dann diese Flurstücke, auch die Hufen genannt. Der Themenpfad geht hier rund um den schönen Ort. Tatsächlich einer der Orte hier im Nordschwarzwald, wo diese ursprüngliche Struktur dieser Waldhufendörfer noch richtig schön zu erkennen ist. Rechts von uns diese Hecken, das waren die Flurgrenzen der einzelnen Hufen. Antwort zu dem, was steckt hinter dem Angebot der Grafen, in diesem Fall der Grafen von Calw. Der Weg geht hier rechts weiter, aber vorne habe ich eine schöne Schautafel gesehen. Die werden wir uns natürlich noch anschauen, indem wir uns der Station 5 widmen. Das Waldhufe entwickelt sich zu einem Flächenmaß. Eine Hufe etwa 10 Hektar groß, das sind 20 Fußballfelder. Der schöne Themenweg hier richtig toll angelegt, asphaltiert also auch mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl zu gehen. Hier der Blick auf die schönen Hufen, die einzelnen. In der Ferne kann man die Alpakas erkennen. Hier kann man also sehen, wie so eine schöne Hufe ausgesehen hat. Die Dimensionen haben wir ja gerade schon gesehen. Ja, das sind natürlich schon Dimensionen, aber diese Menschen in der damaligen Zeit waren wirklich auf sich völlig alleine gestellt und mussten von ihrer täglichen Arbeit überleben. Und hier ein gefährlicher Bison. Hier jetzt eine Ausführung zum Kampf gegen den Urwald. Mit der stumpfen Axt losgezogen, dankbar für eine Herde Büffel, die doch so manche Schneise in die Wälder schlägt. Ja, leider heute die ganzen Schautafeln zugeschneit, das ist natürlich schade. Ein schwieriges, gebirgiges Gelände hier. Die
Die Besiedlung solch eines Waldhufendorfes dauerte natürlich Jahre. Bis im Jahre 1760 wurden die verbliebenen Wälder auch als Weidefläche genutzt, was natürlich zu massiven Schädigungen führte und dann verboten wurde. Auf solchen Feld- und Wiesenwegen waren vermutlich auch die Siedler unterwegs. Rechts von uns die Silhouetten von Beinberg. Ein relativ ursprünglich erhaltenes Dorf, das noch wunderschön diesen Charakter der Waldhufendörfer zeigt. Hier sieht man sehr schön, dass diese Hufen bis zum Wald gereicht haben. Immer wieder schön, wie dieses Stechlaub ein bisschen Farbe in diese karge Winterlandschaft bringt. Die Tour etwa 4 Kilometer lang, also durchaus auch für den Ausflug mit den Kindern zu empfehlen. Die Hecken ein Zeichen der Unabhängigkeit. Alle 10 bis 15 Jahren muss man diese Lesesteinhecken einen Bürstenschnitt verpassen. Das bedeutet, man sägt sie auf einer Länge von 50 Meter bis auf 30 cm Höhe ab. So wachsen die Hecken nicht in den Himmel und man hat Brennholz von idealer Stärke. Hier sieht man symbolisch, was für Steine hier aus dem Boden herauskommen beim Pflügen und den Pflug zugrunde richten. Also ich muss sagen, bislang der Themenpfad richtig schön angelegt. Kann man unbedingt empfehlen. Das Brennholz für die Siedler natürlich von elementarer Bedeutung zum Überleben. In der Ferne kann man sehr schön Monakam sehen, über der Stadt von Bad Liebenzell. Ein wunderschöner Blick hier auf die Burg in Liebenzell, die ja ebenfalls eine Burg des Grafen von Kalf war. Im 17. Jahrhundert werden Inschriften erstmals Handwerker und Taglöhner in Beinberg erwähnt. Diese Schindeln waren auch ein typisches Merkmal der Häuser der damaligen Zeit. Oft nur auf der Wetterseite angebracht. Die Kinder der Siedler. Weideland war damals knapp. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten zwischen den Dörfern, weil Weidgrenzen nicht beachtet wurden. Karten gab es damals noch nicht und so nahm man, wenn ein neuer Grenzstein gesetzt werden sollte, einen Buben mit. Der Stein wurde aufgestellt und der Junge bekam mal wieder eine Ohrfeige. Die Stelle, an der er unverdient gezüchtigt wurde, vergaß er in seinem ganzen Leben nicht. Dort auf der Seite sieht man mal so eine zur Pflege zurückgeschnittene Hufenhecke. Tatsächlich die Alpakas. Im 16. und 17. Jahrhundert gingen die Lehen des Grafen in bäuerliches Eigentum über. Wie diese Übergabe verlief, lässt sich heute nicht mehr genau nachvollziehen. Das war jetzt doch richtig interessant, mir hat es richtig Spaß gemacht.
Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Bis dahin bleibt gesund.